Grundsätzlich unterscheiden wir bei den Bauchdeckenstraffungen zwischen den großen Bauchdeckenstraffungen, also den klassischen Abdominoplastiken, und verschiedenen Formen kleinerer Bauchdeckenstraffungen. Da wir immer wieder gefragt werden, ja, was macht denn jetzt eigentlich die kleine Bauchdeckenstraffung aus? Was unterscheidet sie von der großen Bauchdeckenstraffung? Möchten wir sozusagen mal die wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden Techniken kurz in einem Video erklären. Der erste wichtige Unterschied zwischen beiden Techniken besteht darin, dass man im Vorfeld überlegt, möchte man den Bauchnabel oder muss man den Bauchnabel versetzen? Ist also der Hautüberschuss so groß, dass ich so viel Haut nach unten ziehen kann, dass der Bauchnabel, wenn er mit nach unten wandern würde, unnatürlich zu liegen käme, zu weit unten, und dass man ihn deshalb dort belässt, wo er an sich an der Bauchdecke mündet und ihn eben dort neu einpflanzt. Das heißt, bei der großen Bauchdeckenstraffung, wo der Bauchnabel mitversetzt wird, entsteht eine Narbe unten im Bereich des Hosenbundes, genauso wie um den Bauchnabel herum. Also streng genommen sind das eigentlich zwei Narben. Während bei der kleineren Bauchdeckenstraffung, der sogenannten Mini-Abdominoplastik, im klassischen Sinne eine einzelne Narbe im Bereich des Hosenbundes entsteht. Ja, der Bauchnabel wird bei der kleinen Bauchdeckenstraffung eben nicht versetzt. Das heißt also, es passiert mit ihm entweder gar nichts. Das heißt, der Hautüberschuss findet sich eigentlich zwischen dem Bauchnabel oder unterhalb des Bauchnabels, zwischen Bauchnabel und Schambereich. Wenn der Hautüberschuss dort ist, wie zum Beispiel oftmals nach Schwangerschaften, kann man den Bauchnabel dort belassen, wo er ist, und einfach nur diesen Hautüberschuss wegnehmen. Oder man löst den Bauchnabel, der ja fest mit der Bauchwand, mit der muskulären Bauchwand verankert ist, man löst diesen Bauchnabel ab und lässt ihn mit der Haut runtergleiten. Also man nennt diese Technik auch Floating Umbilicus. Dabei wird der Bauchnabel zwar tiefer zu liegen kommen, wenn er aber vor der Operation eher relativ hoch platziert ist, dann ist diese Technik gut, weil dann macht es eben gar nichts aus, dass er etwas nach unten wandert, sondern kann dem Bauch zusätzlich ein jugendliches Aussehen verleihen. Also grundsätzlich ist die Bauchdeckenstraffung keine schonende Operation oder keine kleine Operation, sondern es ist eine richtige Operation, und auch die kleine Bauchdeckenstraffung, die Mini-Abdominoplastik, ist als ja durchaus belastende Operation zu werten. Das heißt, Patienten müssen sich schon darauf einstellen, dass man sich zumindest 1 oder 2 Wochen, sage ich mal, aus dem Berufsleben, dass man das Berufsleben pausieren sollte und vielleicht auch generell Sport etc. alles einige Wochen zurückstellt. Bei der großen Bauchdeckenstraffung ist es entsprechend länger die Zeit, und man muss damit rechnen, dass man vielleicht 2 oder 3 Wochen überhaupt nur eingeschränkt aktiv sein kann. Beide Operationen, die große sowie auch die kleine Bauchdeckenstraffung, werden eigentlich in aller Regel in kurzen Vollnarkosen durchgeführt, weil einfach auch hierbei die Bauchdecke entspannt ist und man deutlicher den Hautüberschuss definieren und entfernen kann, als dies bei der wachen Patientin oder dem wachen Patienten der Fall wäre. Außerdem ist es auch ein Ausmaß an Operationen, wo wir eigentlich die Vollnarkose immer empfehlen.